Hallo zusammen, ihr lieben Feuerzeichen. Wir schauen uns an die Veränderungen für die nächsten 3 Monate für das Element Feuer. Wieder Schütze Löwe. So, hier geht es um Dinge, da schafft ihr euch langfristig Klarheit, Nachrichtenaustausch über Dinge der Vitalität oder über Sachen, die euch wieder Erdung mitgeben. Wir haben den Stern im Haus des Glücks drin, das ist schon auch eine Glückskombination. Auflösung in Kürze, 2 Tage, 2 Wochen, 2 Monate, Klarheit in einem Bereich. Ich sehe so Nachrichten, die können auch wirklich aus dem Bereich Ämter, Behörden von der Vitalität kommen. Aber an sich ist es im Allgemeinen eine sehr klärende Energie für die nächste Zeit, die euch neue Türen öffnet, langfristigen Erfolg mitbringt, eine Klarheit auch. Ja, es ist hier so in diesem Blatt, dass man einiges zu klären hat. Denn da, wo jetzt die Wolken sind, da ist in der Spiegelung der Schlüssel. Ne? Es ist eine Zeit, wo man vielleicht mit etwas in Unfrieden war oder wo es gewisse Themen gab, die es auch in den Familien für Unruhe sorgten. Man hat selber das Gefühl, man ist in einer Verstrickung drin. Möglicherweise habt ihr hier Mutterthemen oder ja, Sachen, die einfach Häutung bedürfen und andere Wege. Und hier ist die Transformation. Hier guckt ihr auf Entscheidungen, auf neue Möglichkeiten da, wo vorher nichts war. Und das mit einer großen Klarheit und einer Wende, die sehr stabilisierend für euch ist. Ich habe Neubeginne bei euch. Die liegen im Haus der Blumen drin. Das heißt, was ihr hier anfangt, man hat auch tatsächlich Frühlingsenergie mit den Blumen. Das kann hier auch im kleineren Bereich etwas sein, was sehr viel Auflösung mitbringt oder Erleichterung auch. Kann natürlich auch sein, es geht hier um Kinder, Kinderthemen. Ich habe plötzliche Neubeginne, also hier kann sehr schnell etwas in Bewegung gesetzt werden, das dann auch wieder Mauern sprengt in diesem Bereich, wo man vorher unschlüssig war oder unsicher oder sich die Nebel noch nicht gelichtet hatten. Ich sehe um euch herum eine sehr genesende Energie. Für einen oder anderen kann es auch sein, dass die eigenen Mütter euch Glück bringen oder dass tatsächlich sehr viele Umwege gefahren wurden. Und hier kommt die Erleichterung mit. Ne? Die Genesung liegt sozusagen um euch herum mit den Möglichkeiten und Wegen, die sich jetzt zeigen, um im kleineren Bereich etwas auch neu zu gestalten. Es kann jetzt hier die Finanzen mit betreffen, finanzielle Veränderungen, raus aus finanziellen Verstrickungen. Die ein oder anderen sehe ich ein Geschenk bekommen finanzieller Art. Kann hier aus dem Bereich Familie kommen oder jemand, der dich einfach begünstigt, etwas hat, was du nicht hast und es dir weitergibt. An sich ist es so, wir haben hier in der Mitte für euch ein schicksalshaftes Geschenk, eine rasche Kurswende. Der ein oder andere könnte sich das Verreisen auf den Plan schreiben oder wird zu einer Reise eingeladen.
Ja, man sieht hier tatsächlich sehr viel Umbruchsstimmung. Ich muss das Kartenblatt ein bisschen runterrutschen. Hier geht es um sehr viele Themen in den Schicksalskarten. Wir haben Familie, Beruf, Finanzen, Beziehung, neue Möglichkeiten, Aufträge im Haus des Berufes, die auch mit positiven Finanzen verbunden sind. Ich habe neue Aufträge, neue Verträge, die Sicherheit bringen, auch am finanziellen Bereich. Möglicherweise kann der ein oder andere eine gute Energie im Bereich dieses Kreuzes Beruf, Berufung auf neue Wege bringen, eine herausfordernde Situation meistern. Man sieht hier auch sowas wie nenne ich das, ungeahnte Möglichkeiten, Möglichkeiten, bei denen man viele Verbindlichkeiten mit transformiert. Also es ist eine Transformation auf vielen Bereichen. Wie gesagt, Beruf, Geld, sogar Häuslichkeit könnte es sein, Themen im häuslichen Bereich. Für alle, die hier ein bisschen Themen hatten mit den Finanzen oder wo die Finanzen auch so gewankt haben, sieht man hier gute Möglichkeiten für ein gutes Fundament. Das kann jetzt hier ein Zuwachs sein, der von außen kommt, oder aber, dass ihr euch was erarbeitet. Ne? Ihr habt an den Finanzen gearbeitet und hier kommt Veränderung und Auszahlung. Das betrifft auch die Selbstständigen. Im Haus der Selbstständigen liegen die Störche drin. Hier auch nochmal mit dem Geld mit. Es könnte der kleinere Bereich sein, aber an sich ist es sehr stabilisierend. Der ein oder andere trifft hier Herzensmenschen, Freundschaften könnten wichtig werden. Ne? Man guckt so ein bisschen drauf, mit wem möchte ich meine Zeit verbringen. Wer passt von den Werten her nicht? Ich sehe auch neue Menschen für euch. Es kann jetzt hier über den Bereich Arbeit oder Außen kommen, aber hier sind tatsächlich auch neue Weggefährten oder welche, die ihr lange schon nicht mehr gesehen habt, dass ihr die wieder seht. Ne? An sich ist es so, es kann ja auch um Themen des Gegenübers gehen, in diesen Bereichen Arbeit, Haus, Wohnung. Ich sehe ein bisschen Elternthemen dabei. Hier ist irgendein Prozess, der sich auflöst, ein Knoten, der platzt, ein Herzschmerz, der überwunden wird. Es geht viel bei euch auch darum, Blockaden anzugucken, die ihr habt mit Vertrauen, eigene Größe, mal eine längere Zeit überstehen, wo sich nichts tut oder wo die Dinge nicht greifbar sind. Irgendwie habe ich bei euch auch emotionale Erfüllung. Es kann sein, dass ihr hier so ein bisschen Konfliktpotenzial mitbringt, dass ihr selber eine kurze Zündschnur habt. Da bitte dann immer auch drauf gucken, dass man auch die Emotionen des anderen nicht mit der Sense überhuscht. An sich dient es hier euch auch zu einem emotionalen Gerüst, auf dem ihr oder mit dem ihr euch sicherer fühlt. Der Energielevel ist hier so, dass ihr vielleicht auch in falsche Dinge investiert. Gleichzeitig seid ihr dabei, das auch wieder auszubügeln. Ne? Hier wird einem bewusst, wie viel Energie man wo reingibt und man minimiert sich irgendwo. Und tatsächlich liegt der Sarg im Haus des Kreuzes drin. Wir haben das schicksalshafte Geschenk in der Mitte und ich denke, hier sind einige Sachen, die sich ausbügeln. Was ich sehen kann, dass ihr wirklich im Bereich der Kommunikation vielleicht auch genervt seid oder wirklich eine kurze Zündschnur habt, weil hier emotionaler Trigger irgendwo liegt. An sich ist es so, dass ihr euch hier erarbeitet, dass ihr euch stabiler wieder fühlt, emotional gehaltener.
gucke gerade noch mal drüber. Der ein oder andere geht hier auch andere Wege, weil er sich irgendwo nicht mehr wohlfühlt. Das kann jetzt im Beruf, im häuslichen Umfeld sein oder auch initiiert von Freunden, dass jemand eine gute Idee hat. Bei allem, was ihr mit den Ämtern oder Behörden habt, dürft ihr genau hingucken. Da ist vielleicht auch so zwischen den Zeilen zu lesen eine fehlende Info, die ihr noch braucht. So, ihr habt hier den Falken mit dem Thema Schnelligkeit und das passt ungemein, denn hier liegt ja im Haus des Kindes der Neubeginn, der Sachen, die man anfängt, eben die Sense und die eröffnet eine sehr schnelle Energie. Mit dem Falken an sich habt ihr jemanden, der seine Sinne erweitert, der auch die spirituelle Ebene in die Sachen mit einbezieht oder in seine Angelegenheiten. Und der Falke sagt, dass ein Wink des Schicksals eine neue, erfolgversprechende Wende bringt. Das haben wir hier, das plötzliche schicksalshafte Geschenk. Ne? Hier ist Umorientierung, hier geht man auch aus einer Zeit raus, wo man sich klein, im Prinzip ist das auch das verletzte innere Kind. Ne? Und hier wächst das Kind im Haus der Blumen wieder. Also man geht aus einer Zeit, wo man sich klein oder leer gefühlt hat. Man gibt ab, man fühlt sich geborgener. Der Falke bringt einfach die Wende mit und das Schicksal meint es jetzt gut mit euch. Das ist eine wunderbare Energie. So, ich suche meine Karten wie immer. Ach, hier. Von den Zahlen her, ne? Wir können ja mit dem Deck hier, Svennys Deck, die Zahlen mit einbeziehen. Und da habe ich eine Energie, da liegt ihr hier im Hause der Schlange drin. Ne? Und das ist die 7. Und die 7 ist Magie, Glück, gelernte Lektion, Vision, die man vergrößert. Und die korrespondiert dann hier auch noch mit dem Glück. In eurem eigenen Haus hier unten liegt die Karte 4 und da ist etwas, da ändern sich die Zeiten, da geht man in einen neuen Zyklus rein. Ne? Man bekommt Unterstützung, also wirklich eine schöne Energie. Die 7 ist eure Zahl. So, ihr habt den Hüter des Herbstes dabei mit dem Thema Loslassen. Unten am Deck haben wir das Thema Vertrauen. Das passt unheimlich gut zusammen, weil das ist hier natürlich so, wenn man loslässt oder abgibt, dann weiß man oft nicht, was das Schicksal für einen bereithält. Im Herbst ist auch Erntezeit. Die Ernte liegt hier im Hause des Neubeginns drin. Ne? Die Karte sagt auch, beende mal innere Kämpfe, lass ein bisschen los, du brauchst nicht über alles die Kontrolle haben, denn da entsteht sonst sehr viel Druck. Und was passiert mit Druck? Man lässt ihn plötzlich raus und da kommt dann auch die kurze Zündschnur her, Anspannung und so weiter, Unzufriedenheit. Im Loslassen liegt eben auch dieses Ding, dass man sich öffnet für Möglichkeiten, mit denen man nicht rechnet. Ihr dürft euch auch ein bisschen frei machen, das Leben entrümpeln und euch erlauben, auch von oben unterstützt zu werden.
Wunderbar. Wir nehmen noch ein Vögelchen und dann lassen wir das so stehen für eure Veränderungen der nächsten 3 Monate. Ihr habt den Kleiber mit dabei. Ich komme in dein Leben und bringe dir Halt, Sicherheit und Schwung. Mache es dir gemütlich, denn du bist sicher getragen in dieser Welt. Erkenne deine Einzigartigkeit und lebe sie. Lasse deine innere Größe zu. Das war sehr deutlich. Investiere in deine Angelegenheiten. Das heißt, das, was ihr machen wollt, das sollte euch wichtig sein und der Schutzengel begleitet euch. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.